Ich werde häufig nach Anleitungen gefragt, wie man bei der Erstellung einer systematischen Literaturübersicht vorgehen soll. Am liebsten auf Deutsch. Ich kenne aber wenig gute Bücher und die sind alle auf Englisch. Die systematischen Literaturreviews und die Beteiligung der Bibliothekarin daran sind im angelsächsischen Raum einfach schon länger üblich. Ende 2022 ist nun Piecing Together Systematic Reviews and Other Evidence Synthesis erschienen. Es enthält 366 Seiten und richtet sich an Bibliothekarinnen, die Forschende bei Literaturreviews unterstützen. Es ist zwar definitiv zu umfangreich, um es ganz durchzuarbeiten, wenn man zum Beispiel eine Masterarbeit schreiben will, aber es enthält hilfreiche Kapitel. Schauen wir uns das Buch nun einmal an. Kapitel 1 und 2 erklären, warum die Synthese von Wissen wichtig ist und geben eine Übersicht über die Review-Landschaft. In Kapitel 3 geht es um die erste Besprechung mit den Forschenden, um die Forschungsfrage zu klären, welche Art von Review am passendsten ist, ob am Ende eine Masterarbeit, ein Journalartikel oder sonst etwas geschrieben werden soll, ob man ein Protokoll registrieren muss und so weiter. Also Fragen, die man sich zu Beginn sowieso stellen muss und auch für sich alleine beantworten kann. In Kapitel 4 geht es darum, die Forschungsfrage aufzuteilen, zum Beispiel anhand von PICO, welches ich schon in einem früheren Video gezeigt habe, und Varianten davon. Kapitel 5 beschreibt, wie und wo man bereits publizierte oder geplante Reviews zum gleichen Thema finden kann. Also in Literaturdatenbanken wie PubMed, Scopus, Web of Science, bei Organisationen, die Reviews erstellen, wie Cochrane, auf Webseiten, auf welchen man Protokolle registrieren kann, wie Postbüro oder OSF, und schließlich auf Preprint-Servern wie medRxiv. Findet man ein gut durchgeführtes Review zum gleichen Thema, dann macht man nicht noch eines. Außer es ist schon älter, dann kann man ein Update durchführen. Findet man etwas Ähnliches mit einer etwas anderen Forschungsfrage, kann man sich beim Design der eigenen Arbeit daran orientieren. Kapitel 6 beschäftigt sich mit dem Datenmanagement. Wer im Team ist wofür zuständig? Das Team besteht aus Personen, die inhaltliche Experten für die Forschungsfrage sind. Solchen, die sich mit systematischen Literaturübersichten auskennen und solchen, die spezielle Kenntnisse betreffend Datenbanksuche haben. Je nach Frage braucht es auch eine Statistikerin und irgendjemand sollte die Übersicht über alle Schritte behalten. Wie und wo werden Daten gesammelt? Und welche Daten sammelt man überhaupt? Und schließlich die Frage, ob man eine spezielle Software verwenden soll. Da gibt es verschiedene. Ich verwende im Moment Covidence, welches wirklich hilft, den Überblick zu behalten und das kollaborative Arbeiten erleichtert. Es gibt aber auch kostenlose Software. In Kapitel 7 geht es dann um die Datenbanksuche. Die wird in 4 Schritte unterteilt. Präliminäre Suche, ausführliche Datenbanksuche, Handsuche, Kontaktieren von Experten. Die präliminäre Suche dient dazu zu schauen, ob es bereits Reviews zum Thema gibt, wie viel Literatur man etwa erwarten kann und um ein paar relevante Artikel zu finden, an denen man sich für die weiteren Schritte orientiert. Für die ausführliche Suche muss man entscheiden, welche Datenbanken einbezogen werden sollen. Nein, Google Scholar ist keine Datenbank. Und wie man die Suche aufbaut. Darüber habe ich ja schon in anderen Videos gesprochen. Ich finde, dieses Buchkapitel erklärt das nochmal sehr schön. Kapitel 8 widmet sich der grauen Literatur, also Journals ohne Peer Review oder kommerziellen Büchern oder anderen Quellen. Die Autorin dieses Kapitels argumentiert damit, dass die Amstar-Bewertung des Reviews tiefer ausfällt, wenn die graue Literatur nicht durchsucht wurde. Ich kann mit dieser formalen Begründung nicht viel anfangen. Wichtiger scheint mir, sich zu überlegen, ob Studien im untersuchten Bereich eher in biomedizinischen Journals oder zum Beispiel als Masterarbeiten oder Dissertationen publiziert wurden, die man mit einer Datenbanksuche nicht finden würde. Oder ob es viele unpublizierte Studien gibt, die man nur in Studienregistern findet. Stichwort Publication Bias. Positive Ergebnisse werden eher publiziert. Preprints gehören auch zur grauen Literatur, da sie noch nicht reviewed wurden. Diese sucht man am besten direkt auf Preprint-Servern. In Kapitel 9 geht es um die effiziente und effektive Datenbanksuche. Das Kapitel enthält Tipps und Tricks für Fortgeschrittene, Diskussionen, ob eine einzeilige oder eine mehrzeilige Suche vorteilhafter ist, wie man von einer Datenbank in die andere übersetzt oder wie man Sensitivität und Spezifität abwägt. In Kapitel 10 werden einige Beispiele vorgestellt für systematische, Scoping oder Rapid Reviews oder ein Health Technology Assessment. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen erscheinen mir wirklich sehr hilfreich. In den Kapiteln 11 bis 13 geht es um Screening
um die Abschätzung des Risk of Bias und um die Sammlung und Zusammenführung der Daten, also um narrative, qualitative und quantitative Synthesen. Darüber habe ich schon in anderen Videos gesprochen und ich gehe hier nicht nochmal drauf ein. Dann sollen die Daten visualisiert werden. Darum geht es in Kapitel 14. Die Suchstrategien werden meist im Supplementary Material des Artikels angegeben. Das heißt, besondere Anforderungen an die Darstellung bestehen nicht. Im Prisma-Flussdiagramm wird angezeigt, wie viele Referenzen von der anfänglichen Datenbanksuche bis zum Einschluss in den Review übrig geblieben sind. Hier hilft einem wiederum ein Tool wie Covidence, den Überblick zu behalten, da jeder Schritt dokumentiert wird. Die aus den einzelnen Studien extrahierten Informationen stellt man meist als Tabellen dar, da sich in Tabellen gut eine große Menge an Informationen unterbringen lässt. Die Abschätzung des Risk of Bias kann als Balkendiagramm oder als ampelähnliche Tabelle gezeigt werden. Erstellt man zusätzlich eine Meta-Analyse, fasst man die Studien in einem Forest-Plot zusammen und stellt die Streuung der Studienergebnisse in einem Funnel-Plot dar. Kapitel 15 bis 17 beschreibe ich nicht näher. Hier geht es ums Schreiben des Protokolls bis zur Publikation. Die restlichen Kapitel 18 bis 22 sprechen die Bibliothekarinnen an. Wie bietet man einen Review-Service an? Wie entwickelt man sich beruflich dahin weiter? Es geht auch um die Zusammenarbeit mit Forschenden und Vermittlungsangebote, also Kurse zur Erstellung von Reviews. Bei den Services gibt es ganz verschiedene Modelle. Von der einfachen Beratung über die Mithilfe bei der Suchstrategieentwicklung bis zur Durchführung der Datenbanksuchen und Mitwirken beim Schreiben des Artikels. Je nach Bibliothek sind diese Services gratis oder kosten etwas. Und je nach Rolle der Bibliothekarin wird diese in der Danksagung oder auch als Co-Autorin auf der Publikation aufgeführt sein. Was man hierfür braucht, lernt man nicht in der normalen Ausbildung zur wissenschaftlichen Bibliothekarin. Ich habe dafür zusätzliche Kurse besucht und war bzw. bin ja auch selber in der Forschung tätig. In der Schweiz hat soeben das erste CAS Systematic Review Information Specialist gestartet. Ich werde meine Kolleginnen dann mal fragen, wie ihnen diese Weiterbildung gefällt. Und dann muss man natürlich üben, am besten zusammen mit erfahrenen Kolleginnen. Gelegentlich, das heißt eher selten, wird man angefragt, ob man ein Manuskript einer systematischen Literaturübersicht reviewen möchte. Hier gibt das Buch ein paar Quellen an, die einem helfen können, sich in der Aufgabe zurechtzufinden. Ja, das ist also ein kurzer Überblick gewesen über das Buch Piecing Together Systematic Reviews and Other Evidence Synthesis. Es richtet sich hauptsächlich an Bibliothekarinnen und etwas fortgeschrittene Forschende. Wenn ihr zum einen oder anderen Kapitel mehr wissen wollt, dann leiht das Buch aus der Bibliothek aus. Es haben viele erfahrene Bibliothekarinnen und Bibliothekare daran mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.